even more dirtier, just admit it. We are filthy animals. This is Angry Greg, and you all can lick my leg. This is Angry Greg's Rage Radio on 96.6. Okay, now I'm really frustrated. Like, what's up with all the cacti in this world? Why are there so many of them? I just want to, I try to run them over, but as I kill one, there's another one. And there is just, no end to them. Like, if I would have a truck or a bus, I would just mow them down and scream while I'm doing it, But these things, they just keep throwing me around and slowing me down. God, I hate them. Last week I found a few guns and even a BB gun. I was just shooting at them, screaming, "Hey, you bastards, you're all going to die by my hand. You little green bastards. Keep staring at me. Shut up, I swear I can hear them talk. I just hate them." What the beep is wrong with people? How can you confuse an Italian sausage with a Hungarian one? It's like confusing your mother with your sister. Wait, that happened to me once. Not that I did anything wrong with them. I was just hungry, okay? Get off my back. Was it my girlfriend? I don't know, man. They taste all the same when you cook them right. That said, can you be vegan in the apocalypse? Like, we cannot really grow crops, can we? Or at least I could. Well, maybe the earth I was planting them in was full with dead bodies, and that's not good for plants. Might just eat those bodies instead then while you're at it, right? This is Angry Greg Radio. Kids, my man, do I hate kids. Now in the apocalypse I don't see too many of them, thank God. But geez, I hated them so much back in the normal days. They were loud, they smelled, they were assholes. Admit it. Everyone knows that kids are just tiny little assholes and shit is flowing out of them constantly. And those parents, dear God, they always said we would overpopulate and all that. And they always say there are way too many people on the earth. But still they produce tons of these tiny assholes. Because hey, they said, I want kids, but other people should not have any because then there will be too many. I just don't get it, my man, I just don't get it. As for me, I like the way things are now. Please people, keep killing each other. This is the best birth control that was ever invented. Way better than condoms or pills. Angry Greg, he runs you over with a Cadillac. You know what I really hate? Radio hosts, man. Those irritating, always talking, blabbering, bumbling idiots who think they know everything better than everyone else. They are always friendly, they are always nice. They tell you how hot the weather is even if it's cold as ice. They tell the news and they sound happy. Oh, and what else? Let's see. They know what it takes to make you lose your weight. They know what you should eat after 8. But guess what, assholes? This is the apocalypse. I am glad if I am even alive till 8. Especially that neon synth radio guy. God, is he irritating, and he even thinks he's sexy. Like, what the hell does that matter on the radio anyways? Just have a good voice and that's it. If you have a good voice, you can talk all the shit you want and people will still love you. And you will always have a job. It is just utter nonsense. I swear to God, if I hear the voice of that guy one more time, I go to the radio station and just kick him in the armpit. I will kick his armpit because that is not the usual place you could kick, because that is not the usual place you will kick someone, I want to make him feel special by not kicking him in the nuts or kicking his ass. I want to kick his freaking armpit. The first thing it said before that you only have to have a good voice doesn't even apply to him. He does not have a good voice at all. Next up is our favorite masculine rock radio host, Shane. The guy who does not like rain. Well, guess what, asshole? I don't like rain either. But we're still not friends. He thinks he's cool playing rock music
Actually, Jason is okay. I cannot say anything bad about Jason. I like him. Seriously, no one can reach out to you guys. Not even me. Speaking of radio hosts, my God, I'm a radio host too. Am I annoying? Sure, I hate myself. Yeah, I hate myself. This is the Angry Greg Rage Radio Show. Angry Greg, watch out or he breaks your neck. Okay, so welcome to the Angry Greg Radio Show. I'm going to talk about arguing now. Never-ending, brain-melting, annoying arguing. And of course, in these situations, the other person, of course, thinks he or she is right. And maybe you think you are right. That is why sometimes a third person comes in handy. Third person, get it? But in the heat of the moment, it is hard to imagine ourselves in the place of the other guy. But hell, we should do that. Not saying I can do that actually, because I can't. I just punch the guy in the face if I think he's wrong, and that about settles it usually. But a wise man once said, don't say anything if you are angry, because you are not saying what you're supposed to. Man, I don't know who said this, but I would punch him in the face. Angry Greg Rage Radio. Greg is really strong. He punched and he sing the song. FM 96.6. You know what I hate? People telling me what to do, and they love doing that. They want to tell you how to live your life. They want to tell you what you should eat, where you should buy your stuff, what kind of car you should drive, and what kind of a woman you should marry. They want to tell you what kind of shoes you should be wearing, what kind of beer you should be drinking. They want to tell you how to take a crap, how to sleep, how to read. They want everyone to do the same thing they do. And when someone comes along and says, hey, I do this way, and I think you are doing it the bad way, and you are wrong, and then they get angry. But why? I mean, they are doing the same thing to other people. Why don't they notice this? But hey, I have some good news. Since we are living after the end of the world now, well, these people are all dead. Angry Greg likes people dead. I just don't get people who own cars, my man. I just don't get them. I mean, I own a car, but still I hate other people who own cars. Do you feel me? Do you feel what I have to say? Like, why do you need a car for? I mean, now in the apocalypse you have to drive to survive, to find food and water and whatnot, but people used to drive cars for no reason before this. You just go and drive to a shop that is 100 meters away from you. Then you could have easily chosen a bicycle or go on foot. You know, moving. Is moving still a thing? You know, moving with your own muscles and not motorized vehicles. You know, when I was younger, before all of this happened, I was walking down the road, and a fat woman from a car looked at me like, oh, this poor kid is walking. No one has a car to get him from one place to another. I mean, all of this was written on her face. She was sweating inside the car like hell, but then again, I don't think she would be able to move on her own. She was so fat. But hey, lady, stay in the car. Please don't move any muscles. You might lose some weight, right? You know what I hate? People telling me what to do, and they love doing that. They want to tell you how to live your life. They want to tell you what you should eat,
where you should buy your stock, what kind of car you should drive, and what kind of a woman you should marry. They want to tell you what kind of shoes you should be wearing, what kind of beer you should be drinking. They want to tell you how to take a crap, how to sleep, how to breathe. They want everyone to do the same thing they do. And when someone comes along and says, hey, I do this Besser als alle anderen Autos. Es ist schnell, wendig, bequem, ausdauernd und robust. Natürlich ist es ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie diesen Sound hören. Sind Sie ein echter Casanova? Haben Sie viele hübsche Mädchen? Dann ist der Falkenberger gewaltig Ihnen gebaut worden. Alle Weiber passen in das Auto drin. Er ist stark, er ist groß. Anschnallen bitte, es geht los. Der neue Falkenberger. Übermensch Radio, der beste Radio aller Zeiten. Himmel, Donnerwetter, Schmusenschwein. Ich muss dringend ein Zweitakter-Fahrzeug benutzen. Jemand bitte gebt mir ein Zweitakter jetzt. Ich muss dringend auf dem Toilette, aber ich fahre nur mit einer Zweitakter-Fahrzeug in dem Toilette hinein. Heilige Scheiße, Toilettenbusenhalter. Nur zum Nachrichten. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Es hat Sand, aber auch weniger Bäume. Ja, ihr habt es gut gehört, die Penner. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Werbung. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Gummipuppe kaufen wollen. Wir haben noch eine übrig und sie hat auch ihre Füße. Ich sage euch, Deutschland hat alles, was ihr möchtet. Konrad, du Mistflieger, du feige Sau, wo bist du? Übermensch Radio, wir sind die Helden. So guten Tag allerseits, ich bin so froh, dass ihr unser Radio anhört. Ich mag keine Hasen, ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so mange Konserven da sind, dass man essen kann. Oh, übrigens, was ist euer Lieblingsfutter? Was magt ihr am besten? Schreibt uns oder ruft uns an. Naja, wenn ihr ein Telefon habt, das noch funktioniert. Übermensch Radio. FM 97.8. Hier ist der Übermensch Radio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland, der beste Land aller Zeiten. Schmetterling, Himmel, Donnerwetter. Heute ist es sehr heiß, heißer als in einem Ofen, das in Deutschland gebaut worden ist. Da ist in meiner Wiener Schnitzel. Ich muss ganz dringend Pipi machen, sonst kann ich nicht Radio machen. Ich möchte nicht in der Studio Pipi machen. Och Gott im Himmel, warum ist es so heiß heute? Was ist denn nun schon wieder los heute? Ha? Hört ihr mich, Leute? Was ist nun heute los? Werbung! Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz darauf Polierer wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Ruft uns an. Und wenn du noch jetzt uns anrufst, dann geben wir dir eine extra Schwamm noch dazu. Spritz darauf. Übermensch Radio, FM 97.5. Der harteste Radio aller Zeiten. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin Hans Zimmermann und ich liebe euch alle. Dieser Werkplatz ist der beste. Ich habe kein Geld, aber die Boss bezahlt mich mit Hundefutter. Hundefutter ist so lecker. Ich habe eine gute Story für euch. Wenn ich jung war, lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroße Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier, hatten so viel Spaß. Heute aber kannst du größtenteils nur diesen ungarischen Bier trinken, Lonial oder was. Das ist aber nicht sehr gut. Übermensch Radio. FM.
Übermensch Radio. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Welt überlebt hat. Aber wir haben noch keine Ahnung, was wir mit dieser Station machen wollen. Wir brauchen ein bisschen Musik. Du Eckart, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Ich fahre so schnell wie der Wind. Ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arschloch. Wir fahren so schnell wie der Wind. Wir fahren. Eckart. Wir fahren. Okay, Eckart, das ist genug. Okay, tut mir leid. Übermensch Radio. Hier ist Übermensch Radio. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Welt überlebt hat. Aber wir haben noch keine Ahnung, was wir mit dieser Station machen wollen. Wir brauchen ein bisschen Musik. Du Eckart, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Ich fahre so schnell wie der Wind. Ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arschloch. Wir fahren so schnell wie der Wind. Wir fahren. Eckart. Wir fahren. Okay, Eckart, das ist genug. Okay, tut mir leid. Übermensch Radio. Übermensch Radio. Der beste Radio aller Zeiten. Himmel, Donnerwetter, Schmusenschwein. Ich muss dringend eine Zweitakter-Fahrzeug benutzen. Jemand bitte gebt mir ein Zweitakter jetzt. Ich muss dringend auf dem Toilett, aber ich fahre nur mit einer Zweitakter-Fahrzeug in dem Toilett hinein. Heilige Scheiße, Toiletten, Busenhalter. Nur zum Nachrichten. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Es hat Sand, aber auch weniger Bäume. Ja, ihr habt es gut gehört, die Penner. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Werbung. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Gummipuppe kaufen wollen. Wir haben noch eine übrig und sie hat auch ihre Füße. Ich sage euch, Deutschland hat alles, was ihr möchtet. Konrad, du Mistflieger, du feige Sau, wo bist du? You think I cannot see your annoying face? Stop. Dann spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz darauf Polierer wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung. Du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Ruft uns an. Wenn du noch jetzt uns anrufst, dann geben wir dir eine extra Schwamm noch dazu. Spritz darauf. Übermensch Radio. Wir sind die Helden. So guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass ihr unser Radio anhört. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so lange Konserven da sind, dass man essen kann. Oh, übrigens, was ist euer Lieblingsfutter? Was mag ihr am besten? Schreibt uns oder ruft uns an. Naja, wenn ihr ein Telefon habt, das noch funktioniert. Übermensch Radio FM 97.5. Der harteste Radio aller Zeiten. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin Hans Zimmermann und ich liebe euch alle. Dieser Werkplatz ist
Leute, was ist nun heute los? Wir sind stolz, Ihnen den neuen Falkenberger zu präsentieren. Der neue Falkenberger ist besser als alle anderen Autos. Es ist schnell, wendig, bequem, ausdauernd und robust. Natürlich ist es ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie diese Sound hören. Sind Sie ein echter Casanova? Haben Sie viele hübsche Mädchen? Dann ist der Falkenberger gewaltig. Alle weiter passen in das Auto drin. Er ist stark, er ist groß. Manchmal wird er los. Der neue Falkenberger. Hier ist Übermensch Radio. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Welt. Aber wir haben noch keine Ahnung, was wir in der Station machen wollen. Wir brauchen ein bisschen Musik. Du Ecker, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß und ich wisse. Ich fahre so schnell wie der Wind. Ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arsch. Wir fahren so schnell wie der Wind. Wir fahren. Okay, Kerl, das ist genug. Übermensch Radio. Wir sind stolz, Ihnen den neuen Falkenberger zu präsentieren. Der neue Falkenberger ist besser als alle anderen Autos. Es ist schnell, wendig, bequem, ausdauernd und robust. Natürlich ist es ein echter Zweitakt. Alle Mädchen werden nass, wenn sie diese Sound hören. Sind Sie ein echter Casanova? Haben Sie viele hübsche Mädchen? Dann ist der Falkenberger gewaltig gebaut. Alle Weiber passen in das Auto drin. Er ist stark, er ist groß. Anschlag wieder, es geht los. Der neue Falkenberger. Der Mensch Radio, der beste Radio aller Zeiten. Himmel-Donnerwetter, Stundenfein. Ich muss dringend ein Zweitakter-Fahrzeug benutzen. Jemand bitte gebt mir ein Zweitakter jetzt. Ich muss dringend auf dem Toilette, aber ich fahre nur mit einer Zweitakter-Fahrzeug in den Toilette hinein. Heilige Scheiße, Toilettenbusenhalter. Nur zum Nachrichten. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Es hat Sand, aber auch wenige Bäume. Ja, ihr habt es gut gehört, die Penner. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Wirklich. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Gummipuppe kaufen wollen. Wir haben noch eine. Sie hat auch ihre Füße. Ich sage euch, Deutschland hat alles, was ihr möchtet. Konrad, du Mistflieger, du feige Sau, wo bist du? Übermensch Radio. Wir sind hier. Guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass ihr unser Radio anhört. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch diese neue Konserven da sind, dass man essen kann. Übrigens, was ist euer Lieblingsfutter? Was mag ihr am besten? Schreibt uns oder ruft uns an. Ja, wenn ihr eine Telefon habt, das muss jetzt. Übermensch Radio, FM 97.5. Der harteste Radio aller Zeiten. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich liebe euch alle. Dieser Werk ist der beste. Ich habe kein Geld, aber ich muss bezahlen mit Hundefutter.
darauf poliere wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Ruft uns an. Und wenn du noch jetzt uns anrufst, dann geben wir dir eine extra Spannung dazu. Spritz darauf. Übermensch Radio. FM 97.8. Hier ist der Übermensch Radio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland. Der beste aller Zeiten. Schmetterling, Himmel, Donnerwetter. Heute ist es sehr heiß, heißer als in einem Beiß in meiner Wiener Schnitzel. Ich muss dringend Pipi machen, sonst kann ich nicht Radio machen. Ich möchte nicht in der Studio Pipi machen. Oh Gott im Himmel, warum ist das so heiß heute? Was ist denn nun schon wieder los heute? Ha? Hört ihr mich, Leute? Was ist nun heute los? Hier ist Übermensch Radio. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Welt überlebt hat. Aber wir haben keine Ahnung, was wir mit dieser Station machen. Wir brauchen ein bisschen Wecker, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß. Und ich heiße Rad. Ich fahre so schnell wie der Wind. Ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand sagt doch deinen Arschloch. Wir fahren so schnell wie der Wind. Wir fahren. Okay, Eckart, das ist genug. Okay, tut mir leid. Übermensch Radio. Übermensch Radio. FM 97.8. Hier ist der Übermensch Radio. Ich bin Hans Zimmer.